Moin! Ach, schön, dass du wieder vorbeischaust. Du bist allerdings ein bisschen früh. Ich meine, ich baue gerade noch auf. Was? Nee, Quatsch, warten musste nicht. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Letztendlich geht es ja heute darum, dass du das ganze Equipment gar nicht brauchst und dass dir dein Smartphone reicht, ein gutes Video aufzunehmen. Ich hole mir nur noch schnell was zu sitzen und dann legen wir los. Ja, sorry erstmal für die Hektik im letzten Video. Da habe ich was ausprobiert, was nicht ganz so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Da erzähle ich dir aber gegen Ende des Videos noch was dazu. Weißt du, das könnten wir doch eigentlich immer machen. Am Ende eines jeden Videos erzähle ich dir noch kurz, was mir in meinem vorherigen Video aufgefallen ist und was ich daraus gelernt habe. Was hältst du davon? Eine kurze Frage vorweg. Schaust du dir das Video auf deinem Smartphone an? Weil wenn ja, hältst du schon alles in der Hand, was du für ein gutes Video brauchst. Ohne Mist, der ganze Kram hier ist überhaupt nicht notwendig. Aber ganz wichtig an dieser Stelle vielleicht mal, tu was ich sage, nicht tu was ich tue. Nein, im Ernst, ich bin fürchterlich gut im Ratschläge geben und unfassbar schlecht im Ratschläge befolgen. Ja, ich muss trotzdem irgendwie immer noch alles selber ausprobieren, nur um dann festzustellen, dass andere doch recht hatten. Finde ich aber auch gar nicht weiter schlimm, mir geht es ja um diese Erfahrung. Und deswegen teile ich meine Entwicklung auch hier mit dir. Denn ich möchte dich ein Stück weit ermutigen, einfach loszulegen und auch deine eigenen Erfahrungen zu sammeln. Ich meine, es gibt unfassbar viele richtig gute Videos auf YouTube, die dir erklären, auf was du achten solltest und welche Fehler du vermeiden kannst, wenn du das doch alles vorher gewusst hättest. Und ich habe bestimmt fast alle dieser Videos gesehen und mache trotzdem noch diese Fehler. Ich bemerke sie heute nur schneller. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Dein Smartphone reicht, um ein gutes Video aufzunehmen. Okay, ich gebe zu, das klingt vielleicht nicht ganz so überzeugend, wenn ich dir das erzähle, während ich hier zwischen vielleicht mindestens einem Jahresurlaub sitze. Aber lass mich dir kurz erzählen, warum das ganze Zeug mittlerweile in meiner Wohnung steht. Meine ersten Videos habe ich tatsächlich mit meinem iPhone aufgenommen. Das hat soweit auch super funktioniert, das war aber irgendwie aus meiner Sicht noch nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Also habe ich mir erstmal eine Kamera geholt, hier das gute Stück. Das bereue ich auch bis heute nicht. Aber ich wollte natürlich sofort das Beste aus der Kamera herausholen. Also YouTube auf, Tutorials gesucht und geguckt. Und dann auf einmal wurde Beleuchtung interessant, so richtig so mit Softboxen und so. Und ein Mikro, wobei Mikro ist wirklich wichtig, da habe ich früher sogar schon mal ein Video drüber gemacht. Und dann noch ein weiteres Objektiv und ach ja, Gimbal, ganz wichtig, Gimbal brauchst du. Und noch ein Objektiv und einen externen Monitor für die Kamera, geht ja nicht mehr ohne. Und noch mehr Beleuchtung, so für den Hintergrund und die ganze Stimmung. Okay, ich gebe zu, ich übertreibe gerade ein bisschen. Ich bereue aber auch keinen dieser Käufe, denn ich benutze die Sachen tatsächlich und probiere damit viel aus. Und alles das, was ich ausprobiere, wird mir dann irgendwie in meinen ganzen Kurzfilmprojekten sicherlich zugutekommen. Aber rein für so einen YouTube-Kanal ist das echt ein bisschen over the top. Aber das bin dann halt auch ich, ne? Da bin ich einfach Nerd. Sofort 110% und am besten gleich das Profi-Equipment. Und das kann sehr schnell gefährlich werden, zumindest wenn du so ein bisschen so tickst wie ich, dann wird es des Guten ganz schnell zu viel. Ja? Da lernst du auf YouTube alles über Cinematic Lighting oder Low-Key Lighting und denkst, das probiere ich auch mal aus. Baust alles auf, dunkler Hintergrund, Licht nur von der Seite und fühlst dich total künstlerisch. Und ein paar Tage später ruft dich eine Freundin an und fragt, sag mal, wolltest du in deinem letzten Video irgendwie ein Gesichtsleiden verstecken oder einen Pickel? Und du merkst, ja, hat wieder nicht zum Inhalt gepasst und wirkte deswegen vermutlich eher komisch als cool. Also, teures Equipment ist nicht nur nicht notwendig, es kann dich sogar ablenken, ja, weil du auf einmal alles Mögliche im Kopf hast, nur nicht mehr deine Story. Begrenzte Ausrüstung kann sogar deine Kreativität anregen. Was möchtest du rüberbringen und welche Aufnahmen dazu kannst du mit deinem Smartphone machen? Was passt zu deiner Geschichte? Wenn du zum Beispiel erzählen willst, dass du das ganze teure Equipment für gute Videos nicht brauchst, dann bau das Zeug doch auf, setz dich mitten rein und benutze es einfach nicht. Sieh zu, dass deine Kamera wirklich im Bild ist und dass deine ZuschauerInnen sehen, dass du sie nicht benutzt. Im Notfall greifst du dir einfach einen Spiegel und zeigst den Leuten, dass du das Ganze mit deinem iPhone aufgenommen hast. Ja? Schaffe Bilder, die zu deiner Story passen und sie belegen. Und dafür reicht ein Smartphone. Okay, ich gebe zu, ein klein bisschen trickse ich. Zuallererst, damit du nicht an deinen Lautsprechern oder deinen Kopfhörern zweifelst. Ich habe hier ein kleines Mikro versteckt. Ein bisschen Licht ist auch im Spiel, einfach nur um das ein bisschen auszugleichen hier. Und ich benutze eine App auf meinem iPhone, damit ich ein bisschen mehr Kontrolle über die Einstellung der Kamera habe. Aber lass uns da einfach mal kurz einen Kassensturz machen, würde ich sagen. Das Mikrofon hat mich 20 € gekostet.
So, das Licht, Tageslichtglühbirne, Lampenfassung und so ein 50 cm runder Papierlampenschirm kostet vielleicht etwa 30 €, glaube ich, habe ich dafür bezahlt. Die App, ich benutze Filmic Pro, glaube ich, waren 18 €. Und wenn du es dann noch ein bisschen bequem haben möchtest und ein Stativ mit Handyhalterung, glaube ich 25 € bei Amazon, vielleicht auch schon günstiger. Wenn wir das zusammenschmeißen, würde ich sagen, hast du für unter 100 € alles zusammen, was du für deine ersten guten Videos brauchst. Wenn du allerdings ein Smartphone benutzt, dann achte ein bisschen auf Speicher. Ne? Je nachdem, in welcher Auflösung du aufnimmst und wie lange deine Aufnahmen dauern, kommen da schnell mal ein paar Gigabyte zusammen. Bevor ich dir erzähle, was ich in meinem letzten Video verbockt habe, möchte ich dir kurz eine Frage stellen. Was würdest du tun, wenn vor deiner Tür auf einmal ein Päckchen auftaucht, ohne Empfänger, ohne Absender, auf dem einfach nur steht, nicht öffnen? Keine Sorge, in ein paar Wochen wird die Frage Sinn ergeben. Also zu meinem letzten Video. Da wollte ich eigentlich bloß die Beleuchtung verbessern und ein bisschen mit Licht experimentieren. Ja, das waren vermutlich ein paar YouTube-Tutorials über Beleuchtung zu viel, die ich mir in den Tagen vorher angeschaut habe. Technisch hat das auch genauso geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist genau das dabei herausgekommen, aber das passte halt nicht zur Story. Ja, und auch die schnellen Schnitte, die waren so gar nicht auf den Inhalt abgestimmt, auf das, was ich sage. Und dann mit dem wechselnden Hintergrund und noch der zu flotten Musik darunter wirkte das Ganze dann doch eher wie eine MTV-Moderation als wie ein lockerer, entspannter Schnack zwischen uns beiden über YouTube und Filmproduktion. Ich hoffe, das ist heute wieder ein bisschen besser geworden. Zumindest versucht darauf zu achten. Ich werde jetzt hier erstmal alles abbauen, was ich überhaupt gar nicht benutzt habe heute. Und ich würde sagen, nächste Woche schnacken wir einfach ein bisschen über meinen Produktionsablauf für so ein Video und wie ich meine Woche entsprechend plane, damit ich das neben einem Vollzeitjob auch immer ganz gut hinbekomme. Ich danke dir auf jeden Fall wieder für deine Zeit und dein Interesse. Pass auf dich auf, bleib gesund und wir sehen uns. Sonne, weg, weg. Eieiei, Beleuchtung mit künstlichem Licht. Natürlichem. Weißt du, selbst Outtakes verkacke ich. Eieiei. Dann wird es schnell irgendwie des Guten gleich ein bisschen zu viel. Na, da lernst du üben. Ach.